Hallo ihr Lieben zusammen, einen wunderschönen guten Morgen. Die Legung, die ihr heute seht, die ich jetzt mache, die ist heute Mittag ab 15 Uhr verfügbar für alle Sternzeichen. Also ihr könnt praktisch jetzt das Kollektiv sehen, was wird uns mitgegeben, und heute Mittag ab 15 Uhr nochmal ein bisschen spezieller für das Kollektiv deines Sternzeichens. Also wunder dich nicht, wenn hier kommt, Alexandra hat 12 Videos hochgeladen, denn es sind nun mal 12 Sternzeichen und es ist diese Woche des Sonntags-Goodie. Also wir haben hier schon mal 2 Nachrichten für heute. Hier geht es um, ja, um spirituelles Wachstum. Es geht ein bisschen darum, in sich einzukehren, weil im Außen viel los ist. Viele Dinge auf einmal, viele überwältigende Dinge. Vielleicht kostet etwas auch sehr viel Zeit oder ist zeitintensiv oder es fühlt sich an wie so ein Drahtseilakt oder auch wie Herausforderung. Und da nimm dir immer wieder die Zeit, auch dich auf dich selbst zu besinnen, Antworten im Inneren zu suchen, fokussiert zu sein, auf dein eigenes Licht zu gucken. Scheint hier eine ganz wichtige Botschaft zu sein. Wir gucken ein bisschen spezieller mit dem Butterfly-Orakel. Ups. Ja, es geht hier um große Pläne. Also speziell geht es darum, dass man jetzt vielleicht viel im Außen hat, viele Sachen, die man gleichzeitig erledigen muss, überwältigende Dinge, Drahtseilaktsgedanken, immer wieder auch der Rückzug nötig ist, denn hier geht es darum, dass man in Würde altern kann. Also das ist eine sehr zukunftsbasierende Sache, die man hier gerade vorbereitet. Das ist nicht nur irgendwas, das im Jetzt stattfindet, sondern da legt man sich die Weichen für die Zukunft damit. Halte deine Versprechen. Hier kann sein, dass dir die Vergangenheit nochmal irgendetwas mitbringt, wo du mal gesagt hast, Moment, ja, ich verspreche dir das, oder ich, wenn das und das geschieht, dann mache ich das und das für dich. Man neigt ja dazu, im Überschwang der Gefühle ganz viel zu versprechen. Ich persönlich, ich habe da draus schon gelernt. Ich gucke einfach, dass ich meine Versprechen minimal halte oder dass ich nur eins gebe, wenn ich mir auch ziemlich sicher bin und nicht im Überschwang der Gefühle irgendwas raushaue, weil mir gerade danach ist. Die anderen verlassen sich drauf. Und wenn da nichts kommt, ist da eine riesen Enttäuschung da. Und vielleicht geht es darum, so ein Versprechen aus der Vergangenheit auch nochmal mit zu bearbeiten irgendwie. Speziell jetzt hier in dieser Legung. Ich brauche meine Karten. Man vergisst es immer wieder im Alltag, dass das gesprochene Wort viel Macht hat und ja, ein Versprechen, das nicht eingelöst wird, ist immer ja, ein bisschen so behaftet für mich mit Unloyalität, Unzuverlässigkeit, wie auch immer das jeder für sich bewertet. Hier wird es friedliche Lösungen geben, es wird sich irgendwas so zeigen, dass du dein Schwert niederlegen kannst, aufhören kannst zu kämpfen. Dennoch musst du dich ein bisschen durchsetzen hier, weil es möglicherweise viele Dinge sind. Also nicht nur ein einzelnes Thema, sondern von allem. Was haben wir hier?
Hier haben wir 2 Engel gekriegt. Hier scheint gerade eine gute Energie zu sein, um Dinge genesen zu lassen. Das ganze Sein wird davon durchströmt. Und hier wird dir jetzt auch plötzlich klar, ne, mit dem spirituellen Lehrer hat man auch eine große Erkenntnis, welche Hindernisse in deinem Leben zu kostbaren Perlen schon geworden sind und dass es auch immer weiter so sein kann. Also Hindernisse zu überwinden, die dann nachher Schönes hervorbringen. Du siehst praktisch den Lohn dahinter. Ein bisschen Transformation heute wieder in diese Situation, wo man einen Haken hinter irgendetwas machen kann und erkennt, dass in Dingen, die einem vielleicht verwehrt blieben oder wo man auch mal stecken geblieben ist, dass da irgendwo ein versteckter Segen dahinter war. Auf jeden Fall transformiert sich etwas zu einer friedlichen Lösung hin, die dich in die Zukunft mitträgt. Dieses in Würde altern, das stellen wir uns natürlich alle die Frage, ne? Wie soll das gehen? Jetzt passiert so viel, dass uns keine Wahl lässt. Haben wir noch die Mittel, die wir brauchen? Wie machen wir das alles? Ist alles zur Verfügung, um in Würde auch zu altern? Ist echt eine große Frage. Wir haben die Brunnenkresse. Hier geht es um das freie Fließen lassen von Gefühlen und auch um das Baden im großen Fluss des Lebens. Wir haben hier das Wasser, das dich jeden Tag segnet, und mit der Brunnenkresse sollst du dir bewusst machen, dass in dir ein ganzes Meer ist. Also nicht Meer, sondern Meer, das Wasser. Okay, jetzt habe ich hier ein klein wenig Chaos, macht aber nichts. Die Situation, in der du dich befindest oder wo es eben darum geht, friedlich zu sein, sich trotzdem durchzusetzen, erfordert eine gewisse Sensibilität. Vielleicht ist man auch gerade sehr sensibel für alles, weil die Erinnerungen einen einholen irgendwie. Ja, und das hat was mit der Bewertung von Situationen zu tun, ne? So wie wir das haben, zum Beispiel dieses, jemand hat ja ein Versprechen gegeben, im Überschwang der Gefühle alles Mögliche gesagt, dann kommt es irgendwie zum Konflikt und dann hört man nichts mehr voneinander beispielsweise. Oder etwas, was versprochen wurde, wird vergessen oder nicht eingehalten. Und ich glaube, da kommen auch Verletzungen her, die sich hier zeigen. Und du hast ja aber die Möglichkeit, auch diese Situation für dich neu zu bewerten und damit auch ein anderes Gleichgewicht für dich zu schaffen. Man erinnert sich vielleicht hier nicht nur an das, was jemand anderes dir versprochen hat, sondern man kann sich da durchaus auch selber an die Nase fassen. Hier geht es darum, dass man eine Situation überquert, dass man ein Medium an die Hand kriegt, wie man die Seiten wechseln kann, ohne dass man nasse Füße kriegt, sozusagen. Mit der Brücke hast du dann auch nicht mehr so viele Hindernisse, denn die Brücke bringt dich hier auf die Seite, ohne dass du um Berge rumlaufen darfst. Und wir haben hier mit den Sternen auch nochmal die Spiritualität, die Weitsicht, der gute Stern, der hier für dich steht. Ein bisschen Glück, Klarheit, eine Situation, die sich klärt.
Und zwar die genau das klärt, wo du vorher nicht gewusst hast, was wirklich Sache ist oder wo eben jetzt durch das Außen oder dieses Gefühl, ich stehe auf einem dünnen Seil und es bewegt sich, ich könnte runterfallen. Genau dieses Seil kann dir eben hier auch die Brücke sein. Ja, hier geht es auch so um emotionales Wohlfühlen. Hier wird sich auch mehr Frieden einstellen, also so, dass man den Punkt hinten dran machen kann, dass man ein gutes Gefühl hat, ein harmonisches Gefühl, wo man früher so Blockaden verspürt hat. Unten haben wir das Schicksalskreuz, scheint also durchaus eine wichtige Sache zu sein, ein bestimmtes Kreuz abzulegen oder einen Weg zu finden, eben wie man in Würde auch altern kann. Wir gucken noch mit einem Krafttier. Das ziehe ich, weil wenn ich die springen lasse, fliegen immer bergeweise Krafttiere raus. Und hier haben wir den Esel. Es geht um deine Eigenwilligkeit. Mit dem Esel erhält man die Chance, Altes loszulassen, den eigenen Weg zu gehen, auch instinktsicher seine Brücke zu nutzen. Und jetzt kommt es wieder, nicht zu bekommen, was man erhofft hat, kann manchmal ein großes Glück bedeuten. Ja? Also irgendwo, wo du vielleicht ja auch ein Versprechen eingeholt hast, oder die Transformation, die dir das Hindernis in den Weg gestellt hat, kann sich im Nachhinein als ganz gut erweisen, dass du es nicht bekommen hast. Wie man ja weiß, stellt sich der Esel quer, er hat seinen eigenen Kopf, er geht seinen eigenen Weg. Vielleicht spiegelt er uns auch unser momentanes Verhalten. Und der Esel will auf jeden Fall aufmerksam machen, das Festhalten an Dingen, welche dir selbst oder uns selbst schaden könnten, nicht richtig ist. Und da geht es darum, sich selber einzugestehen, in welchem Bereich man das denn wahrhaben darf. Wenn Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorstellt oder wie sie geplant wurden, so hat es meistens einen Grund, die das Menschliche nicht so auf den ersten Weg erkennt oder die Perspektive des Menschen. Ja, der Esel bringt ja auch einen ganz weisen Rat mit. Der sagt dir nämlich, eine Sache unbedingt durchsetzen zu wollen, auch wenn die Türen sich nicht öffnen, bringt unter Umständen nichts Gutes mit. Also hier darf man schon auch mal zwar sich durchsetzen, aber auch irgendwo sagen, hier ist die gute Grenze. Ich muss vielleicht eine Kurskorrektur vornehmen, um dass ich wieder hier diese Brücke kriege. Und du kannst hier zuversichtlich sein, dass dein Weg sich trotzdem durchsetzt und dir eine neue Balance bringt. Muss ich gerade selbst nachdenken, inwieweit es bei mir ist. In manchen Dingen bin ich schon arg bockig. Das hat aber auch immer Gründe. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Diese Legung heute Mittag ab 15 Uhr für jedes Sternzeichen. Ich drücke euch, bis bald.